Oh, ich habe euch gar nicht bemerkt. Aber wenn ihr schon mal da seid, dann lasst uns doch mal über ein Produkt reden, mit dem wir die IT-Bildungsindustrie revolutionieren werden. Fakt ist nämlich, dass die IT aus der aktuellen Industrie überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Die Bildung dagegen sieht ein bisschen anders aus. Wer den Luxus hatte, tatsächlich Computerunterricht zu bekommen, der weiß, da geht es dann primär darum, kleine Taschenrechner auf der Konsole zu entwickeln. Doch wie wir das ändern wollen, das möchte ich euch kurz zeigen. AntMe ist ein typisches Simulationsspiel. Das heißt, wir simulieren eine kleine Welt und dort hat es Spielelemente wie beispielsweise den Zucker hier oder die Ameise selber. Und der Spieler hat jetzt die Aufgabe, das Gehirn dieser Ameise zu programmieren, damit die später in der Simulation eigenständig klarkommt. Das heißt, die Ameise läuft hier übers Spielfeld, entdeckt jetzt hier diesen Zucker und der Spieler entscheidet, wie die Ameise darauf reagieren soll. In dem Fall holen wir natürlich den Zucker ab, die Ameise nimmt den mit, trägt den dann zurück zum Ameisenhügel und das bedeutet, unser Volk ist glücklich. Unser Spiel schafft hier in sehr kurzer Zeit, woran andere Bildungsprojekte schlichtweg scheitern. Das Szenario der Ameisen ist relativ eingängig, jedem ist klar, eine Ameise muss Zucker sammeln und selbst später, wenn die Markierungen hinzukommen, ist jedem klar, was das soll. Die Lernkurve dabei bleibt relativ flach. Wir starten mit 4 Zeilen Code, mit denen man schon erfolgreich Zucker sammeln kann, aber die Komplexität steigt enorm, wenn man sich mal um die anderen Spielelemente noch kümmern möchte. Da gibt es noch Wanzen und Äpfel, Ameisenhügel und ähnliches. Wir verwenden hier auf sehr spielerische Weise sehr komplexe Dinge der Informatik. Aber mit dem Bildungsmaterial, das wir mitliefern, kann man sich sehr schnell auch diese Theorie aneignen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal im Code an. Wo wir hier nämlich keine fiktive neue Sprache haben, arbeiten wir mit Tools aus der echten Industrie. Wir lernen hier C# und verwenden Visual Studio als Editor. Anders als in der Industrie verwenden wir hier aber nicht Englisch als primäre Sprache, sondern greifen auf die Muttersprache des Spielers zurück. Das senkt die Hemmschwelle und macht das Spiel besonders für junges Publikum sehr zugänglich. Das Spielprinzip von AntMe ist ja schon mehrere Jahre alt. Wir selber setzen es regelmäßig in unseren Vorträgen ein, um einfache Dinge, aber auch sehr komplexe Informatikprobleme zu erklären. Schulen setzen es im Unterricht ein, Hochschulen motivieren ihre Studenten damit und Firmen haben herausgefunden, dass Azubis da ganz gerne drauf abfahren. Aber den besonderen Zauber, den entfaltet das Spiel, wenn man junge Menschen drauf loslässt. Wir haben das auf mehreren Messen ausprobiert, wir waren auf der CeBIT, wir waren auf dem Ideenpark, auf der Gamescom und es ist einfach wunderschön zu beobachten, wie junge Menschen das Programmieren entdecken. So, wofür also diese Kampagne? AntMe ist kostenfrei und das soll gefälligst auch so bleiben. Hinter AntMe arbeiten aber sehr viele Leute und investieren sehr viel Zeit. Unter anderem bin es ich, bin übrigens Tom, dann gibt es noch Nick und Patrick und darüber hinaus jede Menge Freelancer und Freunde, die uns tatkräftig bei diesem Projekt unterstützen. Da uns die Qualität von AntMe extrem wichtig ist, versuchen wir natürlich für all diese Aufgaben, die da anfallen, die richtigen Profis zu finden. Wir haben einen Illustrator, der die schönen Zeichnungen macht, wir haben einen 3D-Artist, der die Modelle macht, wir haben sogar einen Komponisten. Und hinter dem pädagogischen Modell stecken auch Profis. All das ist viel Aufwand und dafür brauchen wir deine Unterstützung. So Freunde, wenn ihr bereits Spaß mit AntMe hattet, euch sozialpolitisch engagieren wollt oder schlichtweg das Projekt geil findet, dann ist das jetzt eure Chance. Helft uns dabei, ein Lernspiel zu machen, das kommende IT-Generationen zu den besseren Programmierern macht.